Der Grund, bei uns an der Anton-Krieger-Gasse gewaltfreie Kommunikation zu starten, war, dass es in einer ersten Klasse sehr viele Konflikte gab. Einen sehr rüden Umgangston miteinander und ein Lehrerinnen-Team, die gesagt haben, wir müssen irgendwas machen. Und zu diesem Zwecke gab es dann eine Teamsitzung, zu der ich zur Moderation eingeladen wurde. Und im Rahmen dieser Teamsitzung hat sich dann die Idee entwickelt, wir könnten doch gewaltfreie Kommunikation ausprobieren, zumal es eine Kollegin in dem Team gab, die das konnte. Ja, wir haben uns mit dem Michael Fleck zusammengesetzt und ein Konzept entwickelt und waren dann 3 Personen. Die Spichal, die Kollegin, die das Ganze initiiert hat in der Klasse. Ein Projekt, das von den Lehrerinnen und Lehrern ausgegangen ist. Das heißt, etwas, was von der Basis entstanden ist und ausprobiert wird. Und dann haben wir vieles ausprobiert und das Gute behalten wir jetzt. Wir haben in unserem Projekt zu Schule und sozialem Wandel mit einer Schule zusammengearbeitet und dort eine Initiative begleitet zur gewaltfreien Kommunikation, kurz GFK. Uns hat vor allem interessiert, welche Kommunikationsmöglichkeiten, welche Handlungsmöglichkeiten werden Lehrenden und SchülerInnen dort eröffnet und wie kann man weiter darauf aufbauen und die Situation so verbessern, dass etwas Positives für alle dabei herauskommt. Ich finde gut an der GfK, dass wir halt so lernen, gut miteinander umzugehen. Also das bedeutet, dass man, wenn man zum Beispiel einen Streit hat, dass man ohne Gewalt es lösen kann. Also ich habe es probiert. Ja, und ich glaube, das hilft wirklich, finde ich, dass das hilft. Und danach fühlt man sich, finde ich, auch gut. Dass, wenn man jemanden anspricht, dass er nicht sofort einen angreift, also körperlich, dass er nicht verletzt ist oder sich verletzt fühlt. Ich finde an der GfK ist gut, dass man halt es überall anwenden kann, also zu Hause, in der Schule oder woanders halt. GFK heißt gewaltfreie Kommunikation und es geht ihm darum, Konflikte möglichst ohne gegenseitige gewaltvolle Sprache zu lösen, die Befindlichkeit und die Gefühlswelt des Gegenübers zu erkunden, zu erkennen. Meistens ist es ja so, dass die beiden Konfliktpartner und Partnerinnen dasselbe Bedürfnis haben und draufkommen, es geht uns beiden sehr ähnlich. Und es ist eben schon eine Methode, einen Konflikt im beiderseitigen Einvernehmen mehr oder weniger und gut zu lösen und gut auseinanderzugehen. Ja, der Schulalltag ist so, dass die Schülerinnen in einer sehr gewaltvollen Form miteinander reden. Also sie bewerten sehr viel, sie beurteilen, sie beschimpfen und das ist allgegenwärtig in den Klassen. Und der erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation ist, dass die Schülerinnen draufkommen, aha, ich kommuniziere so. Also auf eine Reflexionsebene gehen, wo sie erkennen, meine Kommunikation passiert auf diese Weise. Und es gibt eine Alternative, die möglicherweise mir mehr dazu verhilft, meine Ziele zu verfolgen und meine Ziele zu erreichen, die ich ja habe. Also die Art der Kommunikation wird reflektiert und warum ich so kommuniziere. Und dann werden alternative Angebote gestellt und ausprobiert. Also ich habe einmal bei meinem Bruder, wir haben uns gestritten und dann habe ich die gewaltfreie Kommunikation angewendet und das hat geholfen. Am Ende haben wir dann uns nicht mehr gestritten. Ich habe mich gut gefühlt, mein Bruder auch und wir haben uns versöhnt. Beim Herr Rosenstein haben wir gelernt, wenn man einen Streit hat, sollte man nicht jemanden beschimpfen, sondern sagen, wieso streiten wir uns eigentlich, das hat doch keinen Sinn. Es gibt ein paar Jungs, also eine Truppe von Jungs in unserer Klasse. Und wenn die einen Streit haben, dann haben sie für sich halt so 2 Optionen, dass entweder sie machen es auf der gewaltfreien Kommunikationsweise oder sie tun einfach direkt attackieren, schlagen und was weiß ich was noch.
Für uns war besonders spannend zu sehen, wie GfK sich verändert hat, wie es in eine Schul- und Unterrichtslebensrealität hineinübersetzt wurde, so dass ein sehr spezifisches Modell, was ursprünglich von dem amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg entwickelt worden ist, sich dann doch sehr stark verändert hat im schulischen Kontext. Es hat sich verändert, aber wie wir finden, es hat GfK auch sehr stark bereichert. Ich habe mich insofern verändert, denke ich, dass ich noch sensibler geworden bin hinsichtlich der Wahrnehmung, was ein Kind braucht, hinsichtlich der Möglichkeit, ziemlich schnell durch die richtigen Fragen am Punkt zu sein, der einen Konflikt auslöst, der in den Kindern wühlt. Und da eine sehr wertschätzende Haltung den Kindern gegenüber zu entwickeln, die habe ich aber auch zu zeigen und ihnen sie das spüren zu lassen. Wir stehen ja immer zu zweit, zu dritt, manchmal sogar zu viert in der Klasse. Und während GfK geschult wird, intervenieren die Kolleginnen und Kollegen, weil ja die Kinder so sind, wie sie sind. Und die intervenieren manchmal wolfsmäßig, also sehr wertend und laut. Und das bringt automatisch eine komische, also fast lustige Situation. Weil ich versuche den Kindern nahezubringen, wie das geht. Und der Kollege schreit dann rein, jetzt ist er mal still. Ja. Und dann sagen die Kinder, das war aber jetzt Wolf. Ja, und beginnen das zu reflektieren. Also das ist sicher für die Kolleginnen eine Form von Reflexion, die auch neu ist. Für die Kinder neu, für die Kolleginnen auch neu. Manchmal, wenn ich streite, mache ich das Giraffensprache. Und also das erkenne ich. Und das Wolfssprache ist so, wenn ich immer schimpfe. Oder Ja, also eigentlich sollten wir im Alltag normalerweise versuchen, immer die Giraffensprache anzuwenden. Aber manchmal kann das ja auch passieren, dass man die Wolfssprache verwendet, weil man vielleicht wütend ist oder einfach mal nicht einen guten Tag hatte. Eines der größten Aha-Effekte für uns war, tatsächlich zu beobachten, dass die Lehrkräfte GfK nutzten auf einer Metaebene, um über ihre Gefühle, Reaktionen und Handlungen zu reflektieren. Sie nutzten daher GfK eher als ein Mittel zur Selbstreflexion. Andere Lehrkräfte setzten aber GfK eher als ein Werkzeug ein, um ihren Unterricht zu gestalten. In der GfK gibt es eine sogenannte Wolfssprache und eine Giraffensprache. Die Giraffensprache ist eher eine softere Sprache, die Wolfssprache eine härtere. Und die Idee ist, dass man möglichst eine Giraffensprache spricht. Und ein großer Aha-Effekt für uns war zu erkennen, dass für die SchülerInnen die Wolfssprache total relevant ist, weil sie Spaß macht und weil sie ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Wie ein Schüler auch mal gesagt hat, wenn wir in der Schule nur eine Giraffensprache sprechen, wird alles urernst. Und was auch deutlich erkennbar war, dass die GfK bzw. die Wolfssprache mit dem sozialen und familiären Umfeld zusammenhängt. So im Sinne von, ich spreche eine Wolfssprache, weil ich es nicht anders gelernt habe. Es war auch sehr spannend zu erkennen, wie sehr junge Schülerinnen auch imstande sind, über sehr komplexe soziale Probleme zu reflektieren und gleichzeitig auch sehr aktiv zu der Lösung dieser Probleme beitragen wollen, aber sich gleichzeitig machtlos und hilflos fühlen. Wenn wir einen Streit haben, dann versuche ich halt, sie auseinanderzubringen, dann ruhig mit ihnen zu reden. Also ich finde halt so gut an der GfK, dass man halt sich nicht so beleidigt, dann kann man so auf eine andere Art den Streit klären und so. Und ja, dann geht es uns auch besser und dann bekommen wir meistens das, was wir wollen. Wir haben letztes Jahr untersucht, was den SchülerInnen so besonders Sorge bereitet. Da kamen sehr große gesellschaftliche Themen auf, wie die Klimakrise. Krieg war ein sehr präsentes Thema, Geschlechterrollen und Rassismus, aber auch ganz individuelle Konflikte in Freundschaften mit der Familie oder mit Lehrkräften. Und wir denken, dass die GfK bei diesen Konflikten helfen kann. Das haben einerseits die Schülerinnen selber gesagt, dass die Klassengemeinschaft gestärkt wird durch GfK. Und andererseits denken wir auch, dass man einen Zugang zu Gefühlen bekommt, das dann dabei hilft, sich mit diesen Konflikten auf einer individuellen Ebene besser auseinandersetzen zu können. Genau. Und im Idealfall ist es ja auch was die SchülerInnen und LehrerInnen über den Schulalltag hinaus mit in ihr Leben nehmen können.
Und wir haben jetzt den Auftrag gehabt, ein Projekt mit den Schülerinnen zu entwickeln, bei der wir GfK weiterverarbeiten. Und wir dachten dabei vor allem daran, die GfK zur Sprache der Schülerinnen zu machen, weil bisher die GfK noch als etwas wahrgenommen wird, das von außen kommt, das irgendwie eine Regel ist, dass die Lehrerinnen von ihnen verlangen, aber es ist noch nicht wirklich internalisiert. Und da haben wir ein Projekt entwickelt, wo wir uns damit auseinandersetzen. Wir wollen jetzt an 2 Projekttagen mit 2 Schulklassen mithilfe der Theaterpädagogik Übungen machen, um spielerisch einen Zugang zu den Gefühlen zu bekommen und dann innerhalb von Rollen über Konflikte sprechen, um dann am Ende eine Weltjugendkonferenz abzuhalten, in der die SchülerInnen die Möglichkeit haben, sich mit Themen zu beschäftigen, die sie wirklich interessieren. Und ja, ich glaube, wir freuen uns jetzt, dass wir innerhalb dieses Schulsettings ganz ohne Leistungsdruck ein kreatives Projekt umsetzen dürfen. Wir haben wirklich sehr viel gelernt aus dieser Zusammenarbeit mit den LehrerInnen und den SchülerInnen und diese Einsichten werden sicherlich auch in unsere Forschung mit einfließen. Die Idee wäre es, auf weitere Jahrgangsstufen auszurollen, sodass praktisch die erste Jahrgangsstufe die Initialzündung hat und dann in der 2., 3., 4. Schulstufe es weiter begleitet wird. Es dann noch weiter auszurollen in die Oberstufe und möglicherweise Schülerinnen zu finden, die dann Multiplikatoren sind. Und die Kolleginnen und Kollegen zu involvieren, sodass sie das selber mittragen und es nicht nur im Unterricht dann eine Haltung wird, sondern bei der Gangaufsicht. Und dass es eben nicht nur ein Tool ist, sondern eine Anton Kriegergassen-Haltung, das wäre schön.